Herzlich willkommen zu We Discover Together, ein Bruker-Podcast. Ich bin Lisa und ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen. In diesem Podcast nehmen wir euch mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Bruker. Gemeinsam mit engagierten Mitarbeitenden am Campus in Ettlingen und auch darüber hinaus werden wir euch einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen ermöglichen, indem unsere Gäste ihre persönlichen Geschichten teilen. Heute ganz unter dem Motto Grenzenlos, wie künstliche Intelligenz unser Leben positiv verändert. In der heutigen Folge begrüßen wir Michael Strohmer-Eder, den Artificial Intelligence Business Incubator bei der Biospin Group. Wir sprechen über seine Leidenschaft für Technologie und wie die künstliche Intelligenz sein persönliches und auch berufliches Leben geprägt hat. Michael teilt mit uns einige der neuesten Durchbrüche in der Forschung über künstliche Intelligenz und berichtet von den Herausforderungen, die er bei der rasanten Entwicklung erlebt hat. Außerdem erfahren wir mehr über spannende Anwendungsfelder, in denen künstliche Intelligenz Unternehmen neue Chancen eröffnet. Zum Abschluss werfen wir einen Blick auf die Zukunft der künstlichen Intelligenz und diskutieren, wie sie unsere Gesellschaft weiter verändern könnte. Los geht's! Herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du dabei bist. Möchtest du dich für unsere Zuhörer einmal vorstellen? Danke, Lisa, für die Einladung. Ich stelle mich sehr gerne nochmals vor. Mein Name ist Michael Strohmer-Eder und ich arbeite seit September 2024 bei der Bruker Biospin als Artificial Intelligence Business Incubator. Ist ein sperriger Titel. Meine Aufgaben sind dafür umso besser festgelegt. So die eine Hauptaufgabe, der ich nachgehe, das ist Wissen über generative KI aufzubauen und mit unseren Mitarbeitern zu teilen. Die zweite Säule, das ist Möglichkeiten zu finden, bei uns in unseren Geschäftsprozessen, bei der Bruker Biospin generative KI einzusetzen und natürlich dann auch umzusetzen, diese Möglichkeiten. Und schließlich sorge ich auch dafür, dass immer mehr Mitarbeiter generative KI immer besser nutzen können in ihren täglichen Prozessen, in ihren täglichen Arbeit mit Computern. Hört sich super spannend, aber natürlich auch herausfordernd an, vor allem weil es ja auch eben, wie du schon gesagt hattest, eine relativ neue Rolle ist, jetzt seit September letzten Jahres. Was würdest du sagen, was ist so deine tägliche Inspiration bei deiner Arbeit, aber vielleicht auch in deinem persönlichen Umfeld? Was ist so die persönliche Motivation, dein Antrieb? Mhm. Also ich finde es eine super interessante Kombination, die ich hier vorfinde. Einerseits glaube ich, ist es nicht zu viel gesagt, dass wir bei der Magnetresonanz absolut an der Spitze der Möglichkeiten stehen, was man machen kann mit dieser Technologie. Andererseits, glaube ich, steht auch außer Frage, generative KI, das ist das Thema zurzeit in den Medien. Jeden Tag gibt es neue Produkte, neue Nachrichten, neue News aus Politik, aus Gesellschaft, aus der Technologie. Deshalb von sich aus ein sehr interessantes Thema. Und dann zusätzlich, dass meine Rolle, ich bin zwar angesiedelt in der Marketingabteilung, ich übe meine Rolle aber aus über alle Bereiche, über alle Divisionen, über alle Funktionen der Bruker Biospin. Und das ist ein Aspekt, der mir sehr viel Spaß macht. Und eben diese Kombination aus diesen drei Elementen, das macht es für mich sehr interessant und spannend, hier jeden Tag mich bei der Stempeluhr einzustempeln. Das ist doch sehr schön. Es ist auch natürlich was anderes, ne, wenn man dann mit so viel Freude, bei der Arbeit ist. Finde ich auch immer sehr toll, wenn man das, von sich sagen kann. Jetzt, beschäftigst du dich, nicht nur in deiner Rolle jetzt hier bei der Biospin mit dem Thema künstliche Intelligenz, sondern hast, glaube ich, auch privat schon immer mal wieder mit diesem Thema Berührungspunkte gehabt. Jetzt, vor allem in der letzten Zeit, weil ja auch, sich das Ganze sehr rasant entwickelt. Was waren denn für dich so die Durchbrüche, in der Forschung über künstliche Intelligenz, die dich besonders beeindruckt haben? Mhm. Sehr beeindruckt ist eigentlich das sehr einfache Arbeitsprinzip von so einer generativen KI und wie weit man das eben treiben kann. Also, natürlich sehr vereinfacht dargestellt, aber ich kann mal versuchen, das zu erklären, wie das überhaupt alles funktioniert. Und dafür, Lisa, möchte ich auch dich einsetzen. Wenn ich dir den Satz, die Wörter gebe, der Himmel ist Blau. blau. Die ganz natürliche Antwort ist, der Himmel ist blau. Und nichts anderes macht so eine generative KI. Die schätzt nämlich ab die Wahrscheinlichkeit für ein Wort, was auf vorhergehende Satzteile, Phrasen kommt. Ja? Und
die generative KI, genauso wie wir Menschen, wenn uns jemand die Phrase „Der Himmel ist“ an den Kopf wirft, dann ist die ganz natürliche Antwort zu geben blau, obwohl es aktuell, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehr grau aussieht. Mhm. Von daher gar nicht so weit weg von uns. Ähm, Wie gesagt, sehr vereinfacht, aber trotzdem, das ist ein sehr altes Prinzip. Das gibt schon seit Jahrzehnten. Ähm, Wir sind aber erst seit nicht so langer Zeit in der Lage, Rechenpower zur Verfügung zu stellen, um dieses ganze Prinzip eben hochzuskalieren. Heute ist es möglich und so kann man das eben so weit treiben, dieses Prinzip, dass da so tolle Sachen rauskommen, wie heute rauskommen. Und was kommt da denn so Tolles raus? Was beeindruckt mich da jetzt so spezifisch? Also das eine ist das Verständnis von natürlicher Sprache und auch die Fähigkeit, natürliche Sprache auszugeben. Und dabei ist es völlig egal, fast völlig egal, welche Sprache da eingesetzt werden kann. Das ist die eine Komponente. Die andere Komponente, das sind die multimodalen Fähigkeiten, sagt man, von generative KI. Das heißt also, man muss, man es ist nicht nur so, dass man Text reinsteckt und Text rausbekommt, sondern man kann zum Beispiel auch Bilder reinstecken, Texte rausbekommen. Man kann Soundfiles reinstecken und Texte rausbekommen. Und so ist man da bezüglich der Dateitypen, der Datenart, bezüglich Input und Output ist man da völlig frei. Und das beeindruckt mich auch. Und das Beste an der ganzen Sache ist, dass auch wir in der Broker Biospin alle diese Möglichkeiten, diese Fähigkeiten zur Verfügung haben, nämlich in unserem Copilot-Chat, den auch jeder Mitarbeiter heute einsetzen kann. Jetzt, hattest du auch schon eben erwähnt, eine deiner Aufgaben unter anderem ist auch so ein bisschen dieses Thema generative KI auch im Unternehmen so ein bisschen bekannter zu machen. Natürlich, gibt es sicherlich Kollegen, die sich da auch schon intensiver mit beschäftigt haben. Was würdest du denn für dich jetzt auch sagen, auch aufgrund eben dieser schnellen Entwicklung, die wir jetzt gerade, würde ich für mich sagen, so in dem letzten Jahr eigentlich hauptsächlich. Ich glaube, da kam das ja, auch für uns, dann, ziemlich hoch. Was, hast du denn auch da für Herausforderungen erlebt? Natürlich bietet es Chancen, aber sicherlich auch Herausforderungen durch diese rasante Entwicklung. Ja, also persönliche Herausforderungen, die ich erlebt habe und auch mit der ich immer noch täglich kämpfe, das ist sicherlich die Grenzen auszuloten von dem, was unser Copilot kann, bezüglich Genauigkeit und Wiederholbarkeit. Also gerade wenn ich mir da meine Prompts anschaue, wie die wachsen, wie viele Wörter, wie viele Seiten die mittlerweile schon haben in Abhängigkeit von der Genauigkeit, die ich am Ende brauche im Output, ist es schon, ja, ist es sicherlich 'ne Herausforderung, der man da wirklich täglich begegnet. Und ich sehe da auch Parallelen zu den Herausforderungen, die ich so in unserem Unternehmen sehe. Also ich glaube, so eine typische Angst von unseren Mitarbeitern ist, ja, dass der Copilot Fehler machen könnte. Und für diese Fehler, die Copilot gemacht hat, möchte man selber nicht gerade stehen. Und das hängt dann eben wieder damit zusammen, mit der Erwartungshaltung, die man eben hat gegenüber dieser Technologie generativer KI. Ja, und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich eben dort klarzumachen, das Arbeitsprinzip, der Copilot, das basiert alles auf Wahrscheinlichkeiten. Damit ist es kein deterministisches Prinzip und damit kommt es immer zu Varianzen im Output. Dem muss man sich klar sein. Und wenn man Anwendungen hat, wo in jedem Fall 100% Genauigkeit erwartet wird, da muss man eben auch sagen, dass generative KI vielleicht hier nicht der richtige Ansatz ist. Vielleicht sollte man dann hier eher auf regelbasierte Automation zurückgreifen, um so die maximale Genauigkeit in allen Lebenslagen garantieren zu können. Eine andere Sorge ist natürlich, dass man keine Ahnung hat, wie der Copilot überhaupt funktioniert. Ja, aber ich glaube, da gibt es unseren Gen AI Hub auf dem SharePoint und natürlich unendlich viele andere Medien, wo man sich informieren kann, wie das funktioniert, um dann 'n besseres Gefühl zu haben. Und ja, die beste Methode, um über diesen Punkt zu kommen, ist einfach sich 'ne Viertelstunde Zeit zu nehmen und das einfach mal auszuprobieren. Und dann gibt's noch 'ne weitere Klasse von Schwierigkeiten, die
die ich sehe im Unternehmen. Das ist einmal die Angst davor, durch den Copilot, durch generative KI Firmengeheimnisse auszuplaudern, oder dass zum Beispiel auch private Daten nach außen dringen könnten. Und da habe ich sehr gute Neuigkeiten. Also da kann ich versprechen, alles, was bei uns über den Copilot läuft, solange man angemeldet ist bei seinem Broker-Account, alles, was man in den Copilot eingibt und die Ausgaben, die man zurückbekommt, da muss man sich da keine Sorgen machen bezüglich Data Protection und Data Privacy. Da kann man gedankenlos, sorgenlos, sorgenbefreit kann man mit unserem Copilot-Chat arbeiten. Kommt sicherlich auch auf, den Hintergrund an, den man wahrscheinlich persönlich hat, ne? Also, wie, viel Affinität man aufweist im Umgang mit eben solchen Technologien. Wie viel Vorerfahrung hat man vielleicht? Wie gut kann man das natürlich auch einschätzen? Und vielleicht auch, welche Art von Information fragt man ab? Also, es gibt ja da auch so ein bisschen, ne, wenn ich jetzt von mir ausgehe im Bereich auch interne Kommunikation, da ist ja auch viel Schreibarbeit. Da geht's ja einfach oft um Texten. Da habe ich ja quasi für mich die Fakten schon identifiziert und möchte die einfach dann in dem Fall nur schön verpacken. Da ist natürlich, das Vertrauen wahrscheinlich weniger ein Problem, aber wenn ich jetzt auch, Dinge zum Beispiel, haben möchte, wie Informationen über bestimmte Produkte, die ich mir dann ausgeben lasse, dann ist natürlich immer so die Frage, ne, muss ich dann wahrscheinlich auch noch mal gegenprüfen und kann es dann sicherlich auch nicht so eins zu eins übernehmen. Ist genau richtig, ja. Und schließt an wieder an dieses Grundkonzept von generative KI. Das ist kein deterministisches System. Wenn ich zehnmal die gleiche Frage da reinstecke, dann muss ich damit rechnen, dass ich zehnmal eine unterschiedliche Antwort bekomme. Mhm. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass da immer ein Mensch den Output von einer generativen KI nochmal anschaut und sicherstellt, dass das, was da rauskommt, auch irgendwie vertretbar ist. Mhm. Absolut. Jetzt auch trotz eben dieser, kleinen Hürden oder auch Herausforderungen, die man da vielleicht identifiziert hat, bietet natürlich diese generative KI auch extrem viele Chancen, für natürlich, uns privat, als Nutzer, dieser Technologie, aber natürlich auch, für Unternehmen wie jetzt eben Broker. Was würdest du da besonders hervorheben? Also, welche Vorteile entstehen uns da durch die Nutzung von solcher, generativer KI? Mhm. So, für uns als Unternehmen, glaube ich, ist es einfach eine Optimierung der Ressourcen, die wir haben, an Themen zu arbeiten. Wer jeden Tag 100 E-Mails schreiben muss, der kann vielleicht, wenn er sich ein bisschen Zeit spart beim E-Mail-Schreiben durch generative KI, kann vielleicht mehr Zeit dann vielleicht wertschöpfenderen Themen widmen. Und ja, wenn wir das machen können, wenn wir mehr Zeit mit wertschöpfenden Themen arbeiten können, dann kommt am Ende auch mehr bei raus für das Unternehmen Bruker. Ich glaube, ein weiterer Aspekt sind auch strategische Fragestellungen. Die Welt, die dreht sich jeden Tag weiter. Es gibt politische Einflüsse, gesellschaftliche Einflüsse, technologische Einflüsse. So ein System zu haben wie eine generative KI, die man prinzipiell, was das Wissen angeht, eine ganze Menge weiß und das auch sehr schnell abrufbar macht, hilft uns sehr, vielleicht bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, in welche Richtung wir uns bewegen können. Mhm. Jetzt, vielleicht noch mal aus so 'm Hinblick dann auf, die Mitarbeitenden im Unternehmen. Auch da, gibt's ja unterschiedliche Anwendungsfelder, sicherlich abhängig natürlich von der Tätigkeit. Ich denke, manche Abteilungen werden da sicherlich eher, zu dem Hilfsmittel generative KI greifen können als andere. Was wären für dich jetzt zum Beispiel solche, Anwendungsfälle, die du hier besonders nennen kannst, mit denen du vielleicht jetzt auch grade die letzten Monate, in denen du bei Broker, Biospin, gearbeitet hast. Ich denke, da könnte sicherlich auch für den einen oder anderen Mitarbeitenden, was Hilfreiches dabei sein. Mhm. Also, so ganz klassische Anwendungen, die auch täglich irgendwie auf meinem Schreibtisch oder in meinem Postfach landen, das sind zum Beispiel Hilfen, wie man Texte übersetzen kann, wie man Gedankenblockaden durchstoßen kann und vielleicht Brainstormings anstoßen kann, entweder alleine oder auch in einem Team.
Man kann sich coachen lassen für Aufgaben, wenn ein Mitarbeiter vielleicht nicht konkret weiter weiß, wie es weitergehen kann. Man kann Texte Korrektur lesen und Texte verbessern hinsichtlich gewisser Kriterien. Man kann Dokumente vergleichen, man kann Dokumentation erstellen, man kann Excel-Tabellen auswerten. Also eigentlich alles, was wir tagtäglich mit unserem Computer machen. Da kann generative KI eingesetzt werden, um eben diese Abläufe zu beschleunigen. Mhm. Kann ich bestätigen. Also, ich nutze es auch eigentlich tagtäglich, bei meinen Aufgaben. Wenn wir jetzt aber mal davon ausgehen, vielleicht gibt es auch eben Kollegen, Mitarbeitenden, die vielleicht auch aufgrund dieser Herausforderung, die du am Anfang genannt hast, noch so ein bisschen, vorsichtiger sind im Umgang mit generativer KI. Was sind denn zum Beispiel praktische Tipps, Best Practice, die du denen vielleicht mitgeben kannst oder auch Ratschläge, die du jetzt jemandem geben würdest, der bisher noch nicht so viel Erfahrung, mit der Nutzung dieser Tools gemacht hat? Mhm. Also, ich würde auf jeden Fall empfehlen, so ein bisschen Zeit zu investieren für die Basics. Man muss ein bisschen die Begriffe verstehen. Man muss so ein bisschen das Arbeitsprinzip verstehen. Man muss so ein bisschen die Wechselwirkung, also die Kommunikation mit unserem Co-Piloten, so ein bisschen muss man Zeit verwenden, einfach um so ein bisschen zu verstehen, wie das alles funktioniert. Ich glaube, jeder kann bestätigen, das erste Mal, als man vor 'nem Rechner saß mit Internetanschluss, hat man auch nicht gewusst, was gebe ich denn jetzt hier in diese Suchzeile von meinem Netscape 1.0 Browser ein. Da waren wahrscheinlich auch so gut wie alle Leute mit überfordert. Heutzutage ist es völlig selbstverständlich, 'ne Google-Suche zu machen, und genauso ist es auch bei der Einsatz von generative KI, zum Beispiel bei unserem Co-Piloten. Genau, also hier Zeit investieren in die Grundlagen, und dann natürlich einfach experimentieren, Erfahrung machen und einfach mal was eingeben. Das muss auch nichts von der Arbeit sein. Das kann auch was sein über einem Hobby. Ja? Einfach mal ausprobieren, den Co-Pilot, die generative KI mal challengen, einfach ein bisschen Ping-Pong spielen und schauen, wie das Ding reagiert und welchen Wissensschatz man da rauslocken kann. Und wenn man da so ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, dann stellt man relativ schnell fest, wie oder was so der beste Weg ist, um mit dem umzugehen. Ich glaube, das ist, auch mit das Wichtigste, einfach, dass man für sich da, glaube ich, einen Weg findet und man kann, so wie du sagst, ja auch mit relativ banalen Dingen schon mal anfangen. Also, ich habe auch schon ganz viel gehört, dass das wohl auch bei der Resteverwertung ziemlich hilfreich sein soll, wenn man guckt, was noch im Kühlschrank übrig ist und man sich dann da, von Copilot, irgendwie ein schönes Rezept ausgeben lässt, ne? Was kann ich jetzt damit anfangen? Also, das können ja auch solche Dinge sein, einfach damit man mal damit in Berührung kommt, weil auch ich kann es absolut nur empfehlen, das auszuprobieren. Es hilft wirklich, so wie du auch gesagt hast, grade bei diesen Routinetätigkeiten, bei denen man sonst eigentlich sehr viel Zeit investieren müsste und diese dann aber auch wieder für andere Tätigkeiten aufwenden kann. Genau, dann vielleicht, abschließend noch, 'n Blick in die Zukunft werfen. Also, natürlich, grade bei dem Thema ist das wahrscheinlich auch nicht immer ganz, vorhersehbar, aber vielleicht kannst du uns einfach verraten, was so deine Pläne jetzt gerade für dieses kommende Jahr, sind in Bezug auf die generative KI und Anwendung bei Bruker. Mhm. Also, ich glaube, wo wir gut dastehen, das ist unsere Kollegen praktisch das Rüstzeug in die Hand zu geben, dass sie diese individuellen Vorteile, wie zum Beispiel einen Text korrigieren oder eine E-Mail übersetzen, dass das bei uns in der Organisation jeder machen kann, jeder für sich, jeder individuell an seinem oder ihrem eigenen Rechner. Und was für 2025 ganz klar auf dem Programm steht, das ist der Einsatz in generative KI in Prozessen. Ja, also wir wollen nicht mit generative KI ganze Prozesse ersetzen, sondern wir schauen in unsere Prozesse rein, identifizieren Subprozesse, wo der Einsatz von generativer KI sich lohnt, um Effizienz zu steigern, um das alles zu beschleunigen. Du hast schon angesprochen, zum Beispiel alles, was mit Texten zu tun hat, und man das vielleicht nicht mehr selber schreiben muss, dieser Text, der da rauskommt aus dem Prozess, das kann man wunderbar beschleunigen. Und dort, genau bei solchen Stellen, wollen wir in 2025 generative KI nutzen. Großer Skill ist ja eigentlich gar nicht mehr das, dass man der generativen KI die Anweisung geben muss, dass die letztendlich dann die Texte
erstellt, wie die das tun soll, sondern den Skill, die Rocket Science, was man hierfür braucht, das ist diese Identifikation von den Prozessen und ein haarkleines Aufschreiben davon, wie der Prozess eigentlich funktioniert, weil das einfach die Grundlage dafür ist, um festzustellen, wo man jetzt den Co-Piloten ganz genau einsetzen kann. Und das werden wir tun mit unserem Ambassador-Netzwerk. Das werden wir tun mit unserem Co-Pilot-Chat, wie man den heute kennt. Aber als weitere technologische Komponente, die in 2025 hinzukommen wird, das sind die sogenannten KI-Agenten. Da wird einfach so ein Sprachmodell wie ChatGPT ist, wird einfach so geframed, dass es nicht mehr sehr breit funktioniert, dass es nicht mehr jede Aufgabe übernehmen kann, sondern es wird eben sozusagen so eingestellt, dass es noch für genau eine Aufgabe da ist, nämlich den Support in einem ganz gewissen Subprozess eines Prozesses, um so dann die Genauigkeit, die Wiederholbarkeit und wie soll ich sagen, die Treffergenauigkeit zu erhöhen. Hört sich super spannend an. Vor allem, ich glaube auch gerade das wird dann sicherlich, denjenigen, die noch nicht so viel Berührungspunkte hatten, auch erleichtern. Weil dann haben sie wahrscheinlich genau eben diesen einen Agenten für genau dieses Thema, das sie wahrscheinlich irgendwie tagtäglich, mit sich herumtragen und wissen genau, was sie eingeben müssen, damit der Output rauskommt, den sie dann brauchen, um vielleicht dann andere Prozesse wiederum anstoßen zu können. Mhm. Also, hört sich sehr vielversprechend an. Ich glaube, da können wir, super gespannt sein, was da noch auf uns zukommen wird. Und vielleicht auch gerade für die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt uns auch zuhören, gibt's ja auch noch den SharePoint, den man nutzen kann, um sich da, glaube ich, auch viele Informationen zu beschaffen. Ihr habt ja auch, Trainings zur Verfügung gestellt, die man da gerade so für die Basics auch machen kann. Auch das sicher super hilfreich für jeden Einzelnen. Absolut, genau. Da gibt es den sogenannten Internet Gen AI Hub auf dem SharePoint. Da hat jeder Zugriff, kann jeder reinschauen. Da gibt es Glossare, da gibt es Erklärungen, da gibt es Präsentationen und die angesprochenen Trainings. Die Seite, die wird auch weiter wachsen. Also bitte, das ist sicherlich für alle der Startpunkt, wenn man noch überhaupt keinen Fuß ins Wasser gestreckt hat. Bitte hier anfangen. Das funktioniert gut. Und wer darüber hinaus noch mehr Interesse an dem Thema hat und sich vielleicht auch besonders einbringen möchte, der kann sich sehr gerne bei mir melden. Und dann werden wir die Person in unser Ambassador-Netzwerk aufnehmen, wo dann noch zusätzliche Aufgaben übernommen werden können bezüglich Training, bezüglich Einführung von Use Cases oder bezüglich anderer Themen. Genau, vielleicht eben auch gerade, ich denke, so Ambassador werden ja auch immer hilfreich sein, ne, das einfach in die Organisation zu tragen, dir dabei, zu helfen, das Ganze bekannter zu machen, auch eben dann vielleicht Bedarfe auch noch mit aufzunehmen, vom eigenen Netzwerk. Denke ich, eine super Initiative. Und damit, vielen Dank, Michel, für diese spannenden Einblicke. Das war's für heute bei We Discover Together, einem Drucker-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast, um auch keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss! Ciao.